Für eine Spezialmission begibt sich Matthias Malmedy in die Arabischen Emirate. Genauer gesagt in den Wüstenstaat Adschman. Das kleinste der 7 Emirate ist die Heimat eines sehr reichen Autofans, der in seinem eigenen Palast wohnt. Der Name des Milliardärs darf nicht genannt werden. Doch heute wird Matthias dessen Haus- und Hoftuner treffen. Der soll absolut krank sein, soll heftigste Autos am Start haben, heftige Typen und ja. Es heißt, der Tuner Mattia Bellussi baut ausschließlich Boliden für die mächtigsten Scheichs. Wir haben im Vorfeld kaum etwas über den Deutsch-Italiener in Erfahrung bringen können. Er meidet die Öffentlichkeit. Die Adresse führt Matthias in eine ruhige Wildengegend. Aber wo wird hier an schnellen Autos geschraubt? Ah, kein Firmenname, nix. Matthias? Ah, da ist er. Oi! Hey, Matthias. Du bist mit ein bisschen Verspätung. Ja, Freut mich. guck dir mal meinen Mietwagen an, dann weißt du, warum ich zu spät bin. Ne? Wow, wow, wow. Mit Wagen? Ja, der ist irgend so ein Familienvan. Ah, das ist okay, das ist okay. Hauptsache bisher. Genau. Du hast eine Werkstatt oder was? Ich habe eine Werkstatt. Aha. Es ist eine Closed-Door-Werkstatt, das heißt keine Werbung. Es ist nicht für jeden geöffnet. Okay. VVIP only. Und das ist sie. Und hier habe ich noch ein ganz besonderes Spielzeug. Ja? Um die 3 Millionen Euro. 3 Millionen Euro, steht da ein Flugzeug drin, oder was? Ja, fast. Fast. Das kann man so nennen, genau. Genau ein Flugzeug, ja. Ja, mach mal auf. Jalla, ich zeig's dir. Man sieht nichts, das ist verspiegelt, das Ding. Ey, 3 Millionen Euro, was soll denn das sein, bitte? Das glaube ich jetzt nicht. Das ist so heftig. Maserati MC12. Corsa. Corsa? Das heißt nur 12 Stück. Ach du Schande. Genau. Das ist echt, es ist egal, wo du in den Arabischen Emiraten die Garage aufmachst, es steht immer was Heftiges drin, ja? Ja, Unfassbar. Wem gehört denn der? da gehört ein ganz besonderer Mensch hier. Der Name darf nicht genannt werden, Der nehme ich an. Name darf nicht genannt werden, Okay. deswegen nur ganz besonderer Mensch. Ja. Und ich habe die Software angepasst für die Temperatur- und Spritverhältnisse. Okay. Wurde ja gekauft nur vor ca. 2 Wochen. Und jetzt ist er eigentlich bereit für Auslieferung. Wenn du Lust hast, kann ich dir mal in den Palast etwas zeigen. Und ich denke, es wird dir gefallen. Wir dürfen in den Palast, oder was? Ihr dürft in den Palast. Ja, klar. Komm Ich mit. lasse euch rein. Ja. Seid ihr dabei? Ja, logisch. Jalla. Cool. Let's go. Jalla, jalla. Die Chance eines Volltreffers im Lotto ist wesentlich höher, als jemals einen Maserati MC12 Corsa in freier Wildbahn zu erleben. Nur 2 Stück weltweit besitzen überhaupt eine Straßenzulassung. Um ihn endlich sein Eigentum nennen zu können, musste sein derzeitiger Besitzer den Gegenwert von 2 Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse auf den Tisch legen oder umgerechnet rund 3 Millionen Euro. Der 12-Zylinder mit 755 PS basiert auf dem Triebwerk des Ferrari Enzo. Mit dem Unterschied, dass ein Enzo gegen ihn fast schon wie Massenware wirkt. Das sündhaft teure Gerät auf der Straße zu fahren, ist dem Eigentümer zu riskant. Nur Huckepack geht's für das Prachtstück in den Palast. Die Verladeaktion ist ein Schauspiel für sich. Da will der hochfahren? Über das Ding hier? Das glaube ich nicht. Ist aber so. Locker bleiben, Matthias. Für den Preis von dem MC12 Corsa, ne, kriegst du wahrscheinlich von dem Teil hier 3000 Stück oder so, ja? In Deutschland würde so ein Auto erst dreifach in Watte gepackt werden. In den Emiraten kutschiert man sowas auf einem alten Schrottlaster. Inzwischen weiß Matthias zumindest so viel. Es geht zum sogenannten Black Palace, zum Schwarzen Palast. Okay, jalla, jalla, Matthias. Also, los geht's. Da gehst du zu so einer Tuning-Werkstatt und dann hat der irgendwie den größten Scheich, den es hier gibt als Kunden. Und jetzt fahren wir auch noch in den Palast rein. Das ist ein falscher, ich sitze hier wie im falschen Film irgendwie. Der Matthias macht schon mal die Reifen warm. Matthias hat seinen Traumjob gefunden. Er kümmert sich exklusiv um die Autos des, Achtung festhalten, 29-jährigen Milliardärs. Da hinten, da ist der Schwarze Palast. Das glaube ich nicht. Jetzt weiß ich auch, warum der Schwarze Palast heißt. Dieser Palast ist schwarz.
Matthias hat schon viel erlebt, aber das sprengt alles bisher Dagewesene. Ich flipp aus, ey, das gibt's nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Der Hausherr ist heute nicht da, was aber kein Problem darstellen sollte. Denn sein Tuner Mattia darf jederzeit tun und lassen, was er will. Und die Palastwache, die ist sowieso tiefenentspannt. Jani, we will... Guten Morgen, ich werde ein Kamerateam mit reinnehmen, um einen Film zu drehen. Okay, sehen? Alhamdulillah. Danke. Beide Autos dürfen passieren. Es geht erstmal durch einen 300 Hektar großen Vorgarten. Jetzt verstehe ich das Ganze. Das war nur die Empfangshalle und das da ist jetzt quasi das Wohnhaus. Nicht ganz. Okay. Das hier ist nur das Gartenhäuschen. Das Wohnhaus ist deutlich größer. Ein Märchen wie aus 1001 Nacht. Mattia, ich fass das nicht hier. Hier sehen wir. Allein die 3 Autos, ne? Das ist richtig. SL65 Black Series, SLS Black Series, Ja. C-Klasse Kopie Black Series. Ja. Und das Heftige ist ja, ne, die Kennzeichen noch dazu. Hier, Dubai 30. Dubai 444444444. Die sind ja eigentlich teurer als die Autos selbst, oder? Eigentlich ja. Was kostet Dubai 30? Schätz mal. Knapp 1 Million Euro wahrscheinlich. 1 Million Euro? Ja, das ist schon Statussymbol, Das ja. hier 1 Million Euro. Ja? Das hier 1 Million Euro. Und das Auto dahinter, was kostet eine SLS Black Series? Ja, wir reden 300.000 ungefähr bei Euro? 300.000, ja. Vollgepackt mit zusätzliches Power, Die du gemacht hast. die ich gemacht habe. Allein auf die Idee zu kommen, an ein Black Series Modell von Mercedes überhaupt noch Hand anzulegen, lässt uns erzittern. Mattia hat dem SLS-Triebwerk, das ja eigentlich ein Saugmotor ist, eine brachiale Zwangsbeatmung in Form eines mächtig großen Kompressors verpasst. Leistung? Deutlich über 800 PS. Um mit seinen fahrbaren Schätzen auch jederzeit Spaß haben zu können, hat sich der Milliardär einfach eine eigene Rennstrecke hinterm Haus bauen lassen. Der hat einen Flugplatz. Das ist ja wie ein Flugplatz hier. Ja, ganz genau. Auf der hauseigenen Teststrecke darf sich Matthias heute austoben. Der SLS muss her. Donut Drifts mit angetipptem Gaspedal. Durchdrehende Räder bis Tempo 180. Ey, das ist so heftig. Ich finde, dass sich das ein bisschen raketenmäßig anhört. Er geht auf jeden Fall raketenmäßig. Kein Wunder bei über 1000 Newtonmeter Drehmoment. Er hat Leistung ohne Ende. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Matthias muss für den Maserati die Strecke freimachen. Bis gleich. Mattia hat den MC12 warm laufen lassen. Ja, gib Gas, gib Gas. Ein kurzer Betriebscheck steht noch aus. Okay, er verschwindet im Wüstensand. Dieses Geschoss kostet zwar 3 Millionen Euro, aber Mattia denkt überhaupt nicht daran, den Maserati mit Ehrfurcht zu behandeln. Eine solche Gelegenheit ergibt sich nur ein einziges Mal, auch im Leben eines Grip-Testfahrers. Bevor der MC12 endgültig in den heiligen Hallen des Sammlers verschwindet, darf Matthias ans Steuer. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu grinsen. Und alles in Ordnung? Alles Paletti. Das Auto ist bereit. Funktioniert alles. Es gibt kein Klingeln. Luftverhältnis, also Sprit-Luftverhältnis passt. Ich glaube, das ist okay. Jetzt kannst du mal eine Runde fahren. Freu dich. Sag mal, und der Scheich findet das okay, ja, dass wir das hier machen? Ja. Also, wenn ich der Scheich wäre, ne? Ich würde mir nicht mein Auto geben. So, erster Gang, los geht's. Ich fass das nicht. Das ist doch alles nur ein Traum hier. Matze Malmedy im Maserati MC12 Corsa.
Es gibt davon 12 Autos. Mehr nicht. So, dann fahren wir mal los, ne? Wahnsinn! Das ist unfassbar. Der 12-Zylinder dreht so schnell bis 8000 Touren hoch, dass Matthias kaum mit dem Schalten hinterherkommt. Alter Schwede, ist das ein bissiges Auto. Das ist ja unfassbar. Man spürt jedes Gramm, was der nicht hat, ja? 755 PS bewegen gerade mal 1300 Kilo, also nicht mal 2 Kilo pro PS. Matthias hat sogar die Erlaubnis zum Reifenmorden. Also das hätte ich nicht gedacht, dass mir der Matthias erlaubt, dass ich mit dem Auto auch noch einen Drift hinlegen darf. Ja? Er hat gesagt, Matthias, fahr, mach, was du willst. Okay, das ist wieder mal ein Stück Supersportwagen-Automobilgeschichte, was sich gerade in mein Hirn reinbrennt. Diese Glücksgefühle, das kann man einfach nicht beschreiben, Freunde. Einmal durchbeschleunigen und dann, glaube ich, müssen wir ihn wieder abgeben. Heidewitzka, Herr Kapitän. Dieses Land ist einfach unfassbar. Dieses Land, diese Leute und diese Autos. Und eines ist sicher: Grip kommt definitiv wieder.